Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Unglaublich faszinierende mechanische Automaten aus den Ideenbüchern und den legendären Pneumatik Baggerlader 8862. Das alles gibt es heute in der zweiten Folge über die Lego-Technik. Die verschiedenen Ideenbücher sind eine Fundgrube für wunderbare Bauideen mit den Lego-Technik-Bauelementen. Ich habe hier das erste Ideenbuch 8888 von 1980 mit den faszinierenden Automaten, das zweite 8889 von 1984 mit der neuen Pneumatik, das dritte 8890 von 1988 mit den neuen Figuren von 86 und das neueste Ideenbuch 8891, das ich habe, ist von 1991. Die Bücher sind voll von einmaligen Modellen, auch wenn man sie nicht 1:1 nachbaut, sind sie doch eine wertvolle Ideenquelle für eigene Kreationen und Kombinationen. Das Ideenbuch 8888 von 1980 hat noch den Baustil aus den Anfängen der Lego-Technik von 1977. Auf den ersten Seiten sehen wir einen motorbetriebenen Portalkran, danach kommt ein blauer, klappbarer Turmdrehkran mit Fahrgestell für den Straßentransport, wie man ihn in Wirklichkeit auf jeder Baustelle sieht. Auf 64 Seiten werden die verschiedenen Modelle mit Getriebeübersetzungen, Kardangelenke und Kolbenbewegungen der Motoren gezeigt. Das Modell von der Titelseite ist ein kleiner blauer Raupenbagger. Den Löffelbaggerarm kann man mit 3 großen Kurbeln antreiben. Eine Kurbel ist für den großen Ausleger, die zweite Kurbel für den mittleren Stiel und die dritte für den roten Löffel. Der ganze Arm wird mit Achsen und Zahnrädern bewegt. Es wäre eine sehr interessante Herausforderung, den Baggerarm statt mit den Handkurbeln mit einer automatischen Zahnstangenkarte zu steuern, genauso wie bei diesem großen gelben Raupendrehkran. Die Steuerung funktioniert mit einer Platte, auf der die Befehle mit den aufgesteckten Zahnstangen programmiert sind. Im Fahrwerk ist ein Motor eingebaut, der über die seitlich durchgehende Zahnstange die Platte durchzieht. Dabei setzen die weiteren Zahnstangen auf den verschiedenen Linien die verschiedenen Zahnräder in Bewegung, die auf den Achsen sitzen und die Drehimpulse in die Bewegungsfunktionen des Baggers umsetzen. Wegen der ungünstig großen Übersetzung von den Zahnstangen auf die kleinen Ritzel hätte ich nie gedacht, dass diese Automaten wirklich funktionieren. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch einen Blog von Tobymac auf Rebrickable, der die mechanischen Automaten schon teilweise gebaut hat. Es gibt dort auch Fotos und kleinere Anschauungsvideos von den Funktionen. Genauso wie der gelbe Raupendrehkran vorwärts und rückwärts fahren kann, den Kranwagen mit einem Hebel in einem bestimmten Winkel dreht und die Seilwinde in 2 Richtungen drehen kann, genauso müsste man mit diesem mechanischen Zahnstangenautomaten auch die Bewegungsfunktionen vom Baggerarm des blauen Löffelbaggers programmieren können. Man muss sie nur etwas größer bauen und den Motor und die Programmierung in den Oberwagen einbauen. Für den Antrieb der Raupen und die Schwenkfunktion kann man sich ja einen zweiten Motor in das Fahrgestell einbauen. Ich würde den Bagger aber nicht mit einer einfachen Steckkarte steuern, sondern mit einer Endlossteuerkette, genauso wie hier bei diesem Plotter. Der Plotter ist nämlich ein mechanischer Automat mit einer noch viel besseren Endlossteuerung. Mit dem Motor werden nämlich 2 Raupenketten angetrieben, auf denen die Zahnstangenmuster aufgesteckt sind. Die Zahnstangen drehen dann wieder an den Ritzeln, die 4 verschiedene Hebel mit Filzstiften bewegen.
Die kleinen Gummireifen ziehen den Streifen von der Papierrolle durch den Plotter, auf den die vierfarbigen Filzstifte mit ihrer Steuerung ein Muster zeichnen. Es ist ein ganz einfacher mechanischer Automat mit Zahnstangenprogrammierung. Der Vorteil bei diesem Automaten ist die fest eingebaute Endlossteuerung auf den Raupenketten, man braucht hier nicht mehr die Steckkarte mit den Zahnstangen einschieben. Es entstehen unterschiedliche vierfarbige endlose geometrische Muster, die man durch das Verstellen der Zahnstangen auf der Raupenkette umprogrammieren kann. Es ist ein technisches Wunderwerk der mechanischen Logik, ein mechanisch programmierbarer Automat, noch 10 Jahre vor dem ersten elektronisch programmierbaren Lego-Plotter 8894 von 1990. Im ersten Ideenbuch 8888 gibt es auch einige landwirtschaftliche Modelle als zusätzliche Anbaugeräte für den ersten Ferguson-Traktor 851 von 1977. Hier sehen wir einen 3-Stern-Heuschwader für den Dreipunktanbau, der sich beim Absenken automatisch an das Antriebszahnrad ankuppelt. Es gibt auch einen schönen Anhänger als Miststreuer mit einer Raupenkette als Kratzboden, hinten eine liegende Streuwalze und als Fahrgestell eine Tandemachse. Vom Mähwerk gibt es auf den nächsten Seiten einen Bauplan und hier sehen wir noch eine Zeichnung mit der Zapfwelle als realistischen Antrieb vom Miststreuer, der viel besser ist als der originale Zahnradantrieb der anderen Anbaugeräte. Auf den nächsten Seiten haben wir den Bauplan vom gezogenen Seitenmähwerk. Die Haspel wird mit 2 Gummiringen von den Rädern angetrieben. Auf der nächsten Seite sehen wir einen netten kleinen Mähdrescher. Es ist ein realistischer Schüttler eingebaut, der von einer Kette angetrieben wird. Ebenso wird auch vorne die Haspel von einer Kette angetrieben. Der Einzug ist ein Förderband aus einer großen Raupenkette. Vor dem großen Vorderrad hängt die Aufstiegsleiter. Im offenen Führerstand steht ein Lenkrad, mit dem man über ein seitlich vorbeiführendes Lenkgestänge die kleinen Räder an der Hinterachse lenken kann. Der Mähdrescher aus dem Ideenbuch ist auf jeden Fall viel schöner und realistischer als das kleine Alternativmodell an der Innenseite des Klappdeckels. Aber auch beim Originalmodell vom Ferguson-Traktor 851 waren damals bereits 4 verschiedene Anbaugeräte dabei. Ein Kreiselmähwerk mit 3 Trommeln, ein Tiefengrubber mit einer großen langen Zinke, ein Schleuderroder für die Kartoffelernte, ein Dreischarpflug und eine Egge mit 6 Zinken. Das zweite Traktormodell war der blaue MB-Track 8859 vom August 1981 mit der neuen Achsschenkellenkung, einem kleinen alten Zweizylindermotor und eine Heckhydraulik für 2 Anbaugeräte, ein Pflug und eine Egge, beide ohne Antrieb. Der Unimog 8848 mit Fronthydraulik ist eigentlich auch ein Landwirtschaftsmodell mit 2 Zapfwellen vorne und hinten. Den dritten Traktor, den gelben 8849 mit dem Sprühgerät von 1986, habe ich selbst als Kind noch zu Weihnachten bekommen. Es ist ein etwas kleineres Modell mit 349 Teilen. Er hat vorne eine schöne Pendelachse, die man neben dem Lenkrad gleichzeitig mit dem Kamin lenken kann. Und hinten hat er eine funktionierende Dreipunktanhängung, die mit den Achsen und Achshaltern sehr schwach und empfindlich gebaut ist und keine schweren Anbaugeräte tragen kann. Bei der Antriebswelle für die Dreipunktaufhängung gibt es sogar einen Konstruktionsfehler. Das Ritzel steckt nämlich auf einer weit nach unten vorstehenden Achse, die keinen festen Halt hat und unter Last immer vom großen Kronzahnrad abspringt.
Ich musste unten vor dem kleinen Ritzel eine zweite Lochplatte als Halterung einbauen, damit die Zähne nicht immer überspringen. Hinten hat der Traktor eine funktionsfähige Wegzapfwelle, die von der Hinterachse angetrieben wird und sich mit der Fahrgeschwindigkeit dreht. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, dass die Hinterreifen relativ schwer waren, die Feststellbuchse konnte die Achse nicht gut fixieren und die Reifen gingen beim Fahren und Spielen immer leicht ab. Ein weiteres Traktormodell ist der pneumatische Baggerlader 8862 von 1989. Auf der Packungsrückseite sehen wir einen wunderbar gelungenen Mähdrescher als B-Modell mit pneumatisch hebbarem Schneidwerk. Den Baggerlader werde ich euch gleich noch zeigen. Jetzt kehren wir nochmals kurz zu den Lego-Technik-Ideenbüchern zurück. Man kann sie um wenige Euro am Zweitmarkt kaufen. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung Links von verschiedenen Seiten angegeben, wo ihr euch die Ideenbücher herunterladen könnt. 1984 kam das zweite Ideenbuch 8889 heraus, mit sehr vielen großen Modellen. Mein Exemplar ist schon etwas zerfleddert und viele Seiten fehlen. Auf Seite 4 sehen wir eine schöne Fertigungsstraße für Autos mit den passenden kleinen PKW-Modellen. Auf Seite 17 haben wir ein frühes erstes Vorläufermodell vom Technik-Feuerwehrauto 8280 von 1995, schon 10 Jahre früher in diesem Ideenbuch. Die großen 24x43 Räder kommen noch voll zum Einsatz beim Abschlepper auf Seite 20 und beim sechsachsigen Geländefahrzeug auf Seite 28. Und dann gibt es noch einen riesengroßen sechsachsigen Lastwagen mit Reservereifen mit Vierzylindermotor und Gangschaltung auf Seite 38. 1984 ist gleichzeitig auch das Jahr, in dem die erste Pneumatik herausgekommen ist. Diese wird im Ideenbuch auf Seite 52 vorgestellt mit einigen kleineren Modellen, wie hier den Sportwagen mit Fliegeltüren. Im dritten Ideenbuch 8890 von 1988 treten die neuen Technikfiguren von 1986 auf, die wir uns auch noch kurz beim Feuerwehrauto anschauen werden. Das neueste Ideenbuch, das ich habe, ist das 8891 von 1991 mit ganzen 100 Seiten im Stil der frühen 90er Jahre mit dem Pneumatiksystem, den 9-Volt-Motoren, dem Flex-System und dem tollen Control Center. Jetzt kehren wir zurück zur Pneumatik. 1984 kam die erste Generation der Pneumatik heraus als Spielsystem für ältere Kinder ab 12 Jahren. Anfangs gab es nur den roten Pumpkolben ohne Druckknopf, sondern nur mit einer Öse am Ende. Das Herzstück des alten Pneumatiksystems war damals ein 2x4 Verteilerstein mit einem Einwegventil, der beim Pumpen zwischen Druck und Vakuum umschaltete. Dieses System war nur bis 1987 in Verwendung. Die Modellreihe startete 1984 mit dem Gabelstapler 8843 mit nur einem Hubkolben und mit dem Löffelbagger 8851 mit 3 Hubkolben. Ich kannte den Raupenbagger nur aus dem Katalog und habe ihn immer sehr bewundert. Die einfache Bauweise des Löffelbaggers und die bequeme Steuerung an den 3 Schalthebeln hinter der Fahrerkabine. Drehen und schieben konnte man den Bagger ganz einfach mit der Hand. 1988 wurde das Pneumatiksystem grundlegend erneuert. Statt den alten, einfarbigen, einfach wirkenden Kolben mit nur einem einzigen Schlauchanschluss kamen die neuen, doppelwirkenden Kolben mit 2 Schlauchanschlüssen oben und unten und mit einer schwarzen Abdeckung.
Der graue 2x4 Ventilstein fällt weg und es gibt eine neue, robustere Pumpe mit einem praktischen, ergonomisch geformten Druckknopf. Die graue Druckleitung bringt den Luftdruck von der Pumpe zum mittleren Ventil vom Steuerschalter. Mit den 2 schwarzen Steuerleitungen kann man den Kolben einfahren und ausfahren. Und im neuen System kann sich auch etwas Druck aufbauen, dass man nicht dauernd pumpen muss. Von diesem neuen Pneumatiksystem kamen 1988 der legendäre 2-Wege-Baggerlader 8862 und der rote Autokran 8854 heraus. Ich habe damals schon nicht mehr gespielt, aber mein kleiner Bruder hat Anfang der 90er Jahre unter anderem diese 3 Sets bekommen, die ich vor einigen Jahren einmal fotografiert habe. Ich war Anfang der 90er Jahre schon aus dem Alter heraus, habe aber gerne noch mit meinem kleinen Bruder mitgebaut. Der Traktor mit Front- und Hecklader 8862 von 1989 besteht aus 667 Teilen. Er war damals das Spitzenmodell der Lego-Technik-Reihe und das letzte Modell mit den großen 24x43 Schaumstoffreifen. Dieser 2-Wege-Baggerlader ist ein typisches Baufahrzeug, wie es in den 80er Jahren auf jeder Baustelle zu finden war, für kleine Grabungs-, Verlade- und Planierarbeiten. Das Lego-Spitzenmodell wird aber nur halb pneumatisch betrieben. Nur der hintere Löffelbaggerarm am Heck hat 3 Pneumatikkolben. Der vordere Frontlader hingegen wird mit 2 Kurbeln und mit einem Zahnradgetriebe gesteuert. Der ganze Frontlader ist eine sehr schwache und wackelige Konstruktion. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass die Achshalter immer sehr leicht ausgebrochen sind und nicht mehr gehalten haben. Die Parallelführungsstangen an der Oberseite des Frontladerarms konnten das Gewicht der Schaufel beim Spielen nicht halten, wenn man etwas aufgeladen hatte. Wir mussten die Achsen an den Noppen der Achshalter mit Platten zusammenhalten. Wir haben die Teile auch oft mit einem Bindfaden zusammengebunden. Die Technikmodelle waren eben zum Bauen und Ausprobieren der Funktionen da, aber nicht wirklich zum Spielen. Da waren die Teile einfach zu schwach und zu empfindlich und sind viel zu oft abgebrochen. Bei den Lego-Spielsets sind wir ja die halbfertigen Modelle gewohnt, die zum Weiterbauen einladen. Als Kinder haben wir den pneumatischen Baggerlader mit 3 zusätzlichen Kolben vervollständigt. Im größeren Spielwarengeschäft in der Stadt gab es nämlich eine Wand mit den Servicebeuteln, wo man sich mit den verschiedenen Ersatz- und Erweiterungsteilen eindecken konnte. Wir kauften einfach 3 zusätzliche kleine Kolben, 2 Steuerventile und Schläuche. 2 Kolben haben wir als Hebekolben für den Frontladerarm eingebaut und einen als Kippkolben für die Schaufel. Wir haben die 3 zusätzlichen Kolben an die bestehende Pneumatikpumpe angeschlossen und die Steuerhebel haben wir vorbildgerecht vorne rechts in der Kabine eingebaut. Zu dieser Zeit gab es noch nicht wie heute die Technikliftarme, alles wurde solide und stabil mit Techniklochsteinen und mit Platten mit Noppen gebaut, was das Modell am Ende sehr stabil macht. Vorne ist im Kühlergrill ein Gewichtsstein von der Eisenbahn eingebaut, der das Aufbäumen des sehr hecklastigen Modells verhindert. Die Achsschenkellenkung der Vorderachse wird mit dem transparent gelben Warnlicht am Kabinendach gedreht. Der Löffelbaggerarm am Heck sitzt eigentlich auf einem normalen schwarzen 4x4 Drehteller. Der Drehteller ist durch das Mittelloch mit einer seltenen 10 Noppen langen Gewindestange mit 2 Muttern fest mit dem Rahmen des Modells verschraubt, damit sich der Baggerarm beim Schwenken und beim Betrieb nicht vom Modell ablöst.
Das ist eine wunderbare Baulösung zur Stabilisierung der drehbaren Kran- und Baggeraufbauten, aber diese Gewindestange kommt nur in 3 verschiedenen Modellen vor. Das erste war der erste Pneumatik-Raupenbagger 8854 von 1984 und das dritte Set ist der Autokran 8854, den wir uns gleich noch kurz anschauen. Die Gewindestange mit den Muttern hat sich im Techniksystem nicht durchgesetzt. Der Frontladerarm ist aus Techniklochsteinen abgewinkelt gebaut und an der Oberkante gibt es mit Technikachsen Parallelführungsstangen, die mit 2 Rotorblättern umgelenkt werden. Wenn beide Baggerelemente ausgefahren sind, ist der Baggerlader 65 cm lang. Mit einer seitlichen Kurbel können die hinteren schwarzen Stützen ein- und ausgefahren werden. Diese sind so stabil, dass sie das ganze schwere Baggerheck anheben können. Und wenn sie voll ausgefahren sind, dann verkeilen sie sich ein wenig und bieten einen sehr guten Halt für den pneumatischen Hecklader. Die Pneumatikpumpe ist unter der Motorhaube als Kamin eingebaut. Über die grauen Druckschläuche über 2 Verteiler wird die Druckleitung zu den 3 Steuerventilen an der Seite der Kabine geleitet. Mit den 3 Kolben kann man den Ausleger, den Stiel und den Baggerlöffel bewegen. Der Pneumatik-Baggerlader war für mich bereits als Jugendlicher ein sehr eindrucksvolles und funktionsfähiges Modell. Am Löffelbaggerarm am Heck ist wirklich nichts auszusetzen. Er funktioniert perfekt und ist mit der einmaligen Gewindestange sehr stabil am Rahmen befestigt. Die Stützen bieten einen perfekten Halt. Der Frontlader hingegen ist viel zu schwach konstruiert. Das Zahnradgetriebe ist überfordert und die Achsen mit den Achshaltern bieten keinen stabilen Halt für die Schaufel. Wenn man Frontladerarm und Schaufel mit pneumatischen Hubkolben ausstattet und die Parallelführungsachsen mit Platten zusammenhängt, dann bekommt man auch einen stabil funktionierenden pneumatischen Frontlader und das ganze Modell wird vom Aufbau und von der Funktion her viel ausgewogener und einheitlicher und verliert seine Hecklastigkeit. Das zweite Pneumatikset der zweiten Generation von 1989 ist der rote Autokran 8854 aus 518 Teilen. Das Fahrgestell ist ein roter Unimog mit den alten kleinen 20x30 Schaumstoffreifen. Die Achsschenkellenkung kann man genauso wie beim Baggerlader mit dem transparent gelben Warnlicht auf dem Kabinendach drehen. Am Heck gibt es wieder 2 graue Stützen mit Fußplatten aus 2 Riemenscheiben. In der Kabine finden wir weder ein Lenkrad noch Sitze. Auf der Ladefläche gibt es hinter der Kabine eine Pneumatikpumpe und auf einem schwarzen 4x4 Drehteller ist mit der 10 Noppen langen Gewindestange mit den 2 Muttern der Kranwagen stabil aufgebaut. Der Kranwagen wird mit einer großen Kurbel gedreht und mit 2 kleinen gelben Pneumatikkolben kann man den Kranarm ganz stabil und kräftig hochheben. Im Teleskoparm befindet sich eine 10 Noppen lange schwarze Zahnstange, mit der man mit einer zweiten Kurbel den Teleskoparm ausfahren kann. In ganz ausgefahrenem Zustand ist der Arm allein 40 cm lang. Mit der dritten Kurbel am Kranwagen wird schließlich die Seilwinde betrieben. Am Seil ist ein schwerer Metallhaken angehängt, darin befindet sich eine große Riemenscheibe auf einer 2 Noppen langen Achse als Umlenkrolle. Das dritte Lego-Technik-Set von meinem Bruder ist der Rallye-Geländewagen 8850 von 1990. Es gab damals eine kleine Serie mit 3 gelben Rallye-Fahrzeugen mit Technikfiguren. Der Geländewagen ist mit 357 Teilen das größte Set aus dieser Serie. Aber die absolute Neuigkeit von diesem Set ist der neue Motor aus den neuen Motorformteilen.
Die damaligen Lego-Technik-Figuren finde ich persönlich die am besten, gelungensten und beweglichsten Spielfiguren überhaupt. In der nächsten Folge werden wir sie uns beim Feuerwehrauto 8280 noch einmal genau anschauen. Für heute muss ich leider Schluss machen. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!